zwei Helme. Der eine kostet deutlich mehr und ist extra für die Rennstrecke entwickelt, der andere ist ein Straßenhelm. Aber muss es für den Track Day immer das 1000 € Flaggschiff sein? Oder tut es auch der 400 € Helm, den du sowieso auf der Landstraße fährst? Wir schauen uns an, was ein High-End-Produkt wirklich besser kann, und wir haben dafür zwei perfekte Beispiele von Joey hier, den NXR2 und das Profigerät, den XSPR Pro. Die Motorradwelt liebt Extreme. Teurer ist gleich besser, Racing ist immer Pflicht und High-End bedeutet immer sicher. Aber stimmt es wirklich? Die wichtigste Erkenntnis direkt am Anfang: Der Helm macht dich nicht schneller, aber er kann dich unterstützen oder eben limitieren. Gerade als Einsteiger brauchst du kein Profi-Equipment. Ein guter, moderner Straßenhelm kann absolut ausreichen, um sicher und mit Spaß auf der Rennstrecke unterwegs zu sein. Und genau hier kommen wir zu meinen zwei Praxisbeispielen, stellvertretend für alle möglichen Hersteller und Modelle. Ich habe hier zwei Helme von Joey. Einmal den NXR2, ein klassischer Integral-Straßenhelm von guter Qualität, und den XSPR Pro, ein kompromissloser Integralhelm, speziell entwickelt für die Rennstrecke. Der NXR2 ist der klassische Sport-Allrounder. Er ist kompakt, komfortabel, sehr leise und leicht und hat die neue ECE 2206 Norm. Außerdem hat er im Polster auf Höhe der Ohren Aussparungen für Kommunikationssysteme wie zum Beispiel Sena oder Cardo und ist alles in allem sehr ausgewogen und alltagstauglich. Daneben steht der XSPR Pro, der Rennstrecken- und MotoGP-Technik pur ist. Hier merkst du die Unterschiede in den Details. Er ist extrem aerodynamisch und bleibt durch den Spoiler auch bei Geschwindigkeiten von weit über 300 km/h stabil. Außerdem hat er nach oben hin ein großes Sichtfeld, sodass du auch bei Racing-Sitzpositionen gute Sicht hast. Und während der NXR2 auf Komfort getrimmt ist, ist der XSPR Pro mit guten Belüftungen ausgestattet, damit du immer einen kühlen Kopf bewahrst. Aber das Wichtige ist, auch der NXR2 funktioniert trotzdem erstaunlich gut auf der Rennstrecke und ist ein perfekter Kompromiss für viele Fahrer, die einen Helm suchen, der beides kann: Straße und Rennstrecke. Der XSPR Pro dagegen spielt seine Stärken vor allem bei hohem Speed aus und aggressiver Fahrweise. Bedeutet, ein Unterschied zwischen den Helmen ist natürlich da, aber eben nicht für jeden entscheidend. Ich selbst bin jahrelang mit dem Vorgänger, dem NXR1, sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke gefahren und war immer top zufrieden. Preis-Leistung hat er alles geboten, was ich gebraucht habe. Jetzt kommt aber der wichtigste Punkt im ganzen Video: Passform schlägt alles. Du kannst den besten, teuersten Helm der Welt haben, wenn er nicht richtig sitzt, bringt er dir gar nichts. Achte deswegen unbedingt auf einen festen Sitz, aber ohne Druckstellen, kein Verrutschen und stabil bei Bewegung. Außerdem wichtig das Gewicht, weil umso leichter der Helm, desto weniger Belastung auf dem Nacken und dadurch weniger Ermüdung und bessere Konzentration. Außerdem die Aerodynamik, was besonders wichtig bei höherem Tempo wird, und gute Belüftung, was oft unterschätzt wird, aber vor allem bei heißen Tagen einen entscheidenden Unterschied ausmacht. Und zu guter Letzt natürlich aktuelle Sicherheitsstandards, mindestens ECE 2206, optional die FEM-Zulassung, um dich selbst optimal zu schützen. Was viele nicht wissen: Ein riesiger Vorteil bei Premium-Herstellern wie zum Beispiel Joey sind die Anpassungsmöglichkeiten. Das bedeutet, du hast die Möglichkeit, den Helm durch das Tauschen von Wangenpolstern und Kopfpolstern in verschiedenen Stärken ganz individuell an deine Kopfform perfekt anzupassen. Oder auch das Innenpolster in verschiedene Stellungen zu fixieren, je nach Einsatz auf der Straße oder Rennstrecke, um den Sitz und dein Sichtfeld perfekt anzupassen. Ein gut angepasster Sporthelm kann also besser sitzen als ein schlecht angepasster Racinghelm. Und genau das ist der Punkt. Eine Individualisierung macht oft den größeren Unterschied als ein teurerer Helm. Und noch ein Tipp von mir: Ein Helm für die Rennstrecke darf sich im Laden fast zu eng anfühlen, weil er sich beim Fahren noch leicht setzt und sich die Polster mit der Zeit anpassen. Wackeln über 200 km/h jedenfalls darf gar nicht sein. Jetzt noch ein Thema, was komplett unterschätzt wird: Das richtige Visier. Viele fahren einfach ein dunkles Visier, fertig. Das Problem dabei: Die Lichtverhältnisse können sich aber auch auf der Rennstrecke ständig ändern. Morgens kühl und bewölkt, mittags Sonne, später Schatten. Dazu fährst du mal gegen die Sonne, dann wieder mit der Sonne oder in den Schatten von zum Beispiel Tribünen rein. Ja, und dann gibt es auch noch selbsttönende Visiere, hast du mit Sicherheit auch schon mal von gesehen. Sind die sinnvoll für die Rennstrecke? Kurz gesagt, es kommt drauf an. Wichtig ist, dass du für dich ein den Witterungsverhältnissen angepasstes Visier benutzt, was dir hilft und dich nicht behindert oder einschränkt. Mein Tipp deswegen ist, dass du immer ein helles und ein dunkles Visier als Ersatz dabei hast, um so möglichst flexibel zu sein und dich entsprechend anpassen kannst. Tatsächlich gibt es aber auch Profis, wie zum Beispiel Markus Reiterberger, die auf selbsttönende Visiere setzen, je nach Situation. Vorteile davon sind, dass sich das Visier in Sekunden automatisch anpasst, wenn die Sonne rauskommt oder Wolken aufziehen und du dadurch eine bessere Sicht in wechselnden Bedingungen hast. Nachteile dagegen sind, dass es immer leicht verzögert reagiert und dadurch nicht immer perfekt ist. Hier muss man schauen, ob die Reaktionszeit für einen persönlich passt. Auf der Straße dagegen kann es ein massiver Komfort- und Sicherheitsgewinn sein, wenn man auf Straßen mit extremen Licht-Schatten-Wechseln, zum Beispiel Waldstücken, unterwegs ist.
Hier noch die größten Fehler und Irrtümer. Ich kaufe einfach den teuersten Helm. Falsch gedacht. Ein günstiger, aber qualitativ hochwertiger Helm, der gut passt, kann besser sein. Keine Anprobe. Größter Fehler überhaupt. Keine Anpassung durch Polster nutzen. Verschenktes Potenzial. Falsches Visier kann deinen ganzen Turn ruinieren. Und Helm zu lange fahren. Material altert. Den Helm etwa nach 5 Jahren tauschen, um immer sicher zu sein. Brauchst du jetzt also das High-End-Produkt? Wenn du mehrmals im Jahr auf die Rennstrecke gehst, eventuell Lizenz-Rennserien fährst und mit der höchsten Performance ausgestattet sein willst, lohnt sich die Investition in den Profibereich wie zum Beispiel den XSPR Pro definitiv. Er ermüdet dich weniger, ist stabiler bei hohen Geschwindigkeiten und bietet eine bessere Belüftung. Aber wenn du gerade erst mit Trackdays anfängst, einen guten Allrounder für Straße und Rennstrecke suchst, der Preis-Leistung eine absolute Empfehlung ist ein guter Integralhelm wie zum Beispiel der NXR 2 vollkommen ausreichend und sicherheitstechnisch auf Top-Niveau. Investiere das gesparte Geld lieber in Fahrzeit wie ein Schräglagentraining oder eben weitere Trackdays. Schreib jetzt unten in die Kommentare, welchen Helm du fährst. Vergiss nicht, ein Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und hier oben verrate ich dir jetzt noch, warum die Rennstrecke sicherer ist als die Straße.